Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was für ein Fußballer ist bitte Marc Cucurella. Gestern eine absolute Masterclass in der WM für die spanische Nationalmannschaft. Wir reden in diesem Video natürlich über das, was gestern bei der WM passiert ist, unter anderem über das Duell der Legenden Cristiano Ronaldo mit Portugal gegen Luka Modric mit Kroatien. Und es war eins der verrücktesten Spiele, wenn nicht sogar das verrückteste Spiel bei dieser WM. Was ich dazu zu sagen habe, meine Gedanken natürlich in diesem Video. Dann kümmern wir uns aber auch über Real Madrid. Real Madrid wieder einmal mit einem offiziellen Statement. In diesem Fall zu Enzo Fernandez. Was da los ist und auch etwas zum nächsten Jugendspieler von Real Madrid, der verkauft wird und für Millionen in den Kassen sorgt. All das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja Leute, erlaubt es mir, dass ich dieses Video zunächst mit einem Thema starte, was ein bisschen traurig ist für mich, für viele von euch auch. Gestern haben wir wahrscheinlich das letzte Fußballspiel in der Karriere von Luka Modric gesehen. Nicht nur eine Legende des Madridismo mit 6 Champions League-Titeln, was für ein Fußballer, eine Legende des Weltfußballs. Für viele der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Ein Spieler, der erst mit 27 Jahren nach Madrid gekommen ist und vorher bei Tottenham einer von vielen war, aber seit er bei Madrid angekommen ist, ja, eine absolute Legende dieses Sports geworden. Den Ballon d'Or gewonnen, gegen einen Cristiano Ronaldo, gegen einen Messi, mit einem Land wie Kroatien in ein WM-Finale gekommen. Also unglaublich, was meine Augen da erlebt haben. Was für ein Fußballer, ein Spieler, der das Mittelfeld von Real Madrid mit Toni Kroos und Casemiro dominiert hat, den europäischen Fußball dominiert hat. Ja, der Fußball verliert heute eine ihrer größten Legenden und ich hoffe, dass er schnellstmöglich wieder bei Madrid landet, als was auch immer. Denn ein Luka Modric repräsentiert all das, was gut ist auf dieser Welt. Ich werde den Kroaten immer in meinem Herzen tragen, immer die Daumen drücken für Erfolg in seinem Leben. Ja, und ich glaube, passend dazu, jetzt habe ich schon einiges verraten, aber ich glaube, die Ergebnisse kennt ihr eh. Ja, starten wir mit Marius WM-Ecke. Ja, und den Startschuss, ihr seht mein Lächeln, hat gestern die spanische Nationalmannschaft gegen Österreich gegeben. Und was für ein Fußballer ist bitte Marc Cucurella? Also ich glaube, der einzige Spanier, der sich gestern nicht freuen konnte, war Álvaro Carreras. Das ist kein Duell um den Stammplatz, da haben wir einen ganz klaren Starter und einen klaren Ersatzspieler. Marc Cucurella macht gestern das 1:0 für Spanien. Es wird zurückgenommen. Wegen einer Aktion, wo meiner Meinung nach das Tor niemals zurückgenommen werden darf. Also ich habe ja Verständnis, die neuen Regeln sagen ja aus, dass wenn du den Torwart in seiner freien Bewegungsapparat irgendwie störst, aber da war nichts. Die Spanier sind zum Kopfball gegangen, der Torwart auch, trifft den Ball nicht, fällt hin, der Ball prallt zu Cucurella, der macht das 1:0. Also ich habe ein bisschen geflucht, bin ich ehrlich, aber Spanien wurde seit der Trinkpause, der ersten Trinkpause, immer stärker. Marc Cucurella, nachdem er das 1:0 schon gemacht hat, zählt nicht, bereitet er das 1:0 auf Oyarzabal vor. Tolle Vorarbeit des neuen Spielers von Real Madrid. In der zweiten Halbzeit, ja, bereitet er quasi das 2:0 auch vor. Er spitzelt den Ball auf Baena, der flankt und Pedro Porro macht das 2:0. Das ist immer wieder ein lustiger Name. Porro bedeutet in Spanischen, in der Umgangssprache, nichts anderes als Joint. So, in Spanien ist das immer sehr amüsant. Der hat gestern sein erstes Tor für die spanische Nationalmannschaft gesorgt. Und auch das 3:0, wieder eine Vorlage von Cucurella auf Oyarzabal. Im Endeffekt hat Spanien sich souverän durchgesetzt. Das war das beste Spiel der spanischen Nationalmannschaft. Ich sehe eine klare Steigerung und Spanien ist noch lange nicht bei 100% angekommen. Wie gesagt, ein Lamine Yamal, ein Pedri haben noch klares Steigerungspotenzial und jetzt wird's spannend, denn jetzt wartet auf uns Cristiano Ronaldos Portugal. Ja, und das auf dramatische Art und Weise.
In der ersten Halbzeit hat gefühlt nur Portugal gespielt und ich habe mich gewundert, dass sie zur Halbzeit nicht 1-0 oder 2-0 führen. Ja, und danach konntest du dich in der 50. Minute oder 55. Minute wundern, dass Kroatien nicht 2-0 führt. Die machen das 1-0, haben danach noch 2 Riesenchancen zum 2-0. Danach auf der anderen Seite aber Portugal genauso. Leao an die Unterlatte, Latte, Pfosten auf beiden Seiten. Ja, Ronaldo macht ein übertrieben schönes Tor. Flanke, der schnappt sich den Ball runter, chippt den über den Torwart abseits. Auf der anderen Seite auch abseits. Also das Spiel, die zweite Halbzeit, wer die nicht gesehen hat Fußballgeschichte verpasst. Das war absolut verrückt, was in den zweiten 45 Minuten passiert ist. Dann gibt es einen Elfmeter, der für mich ein Elfer ist, der hält den schon fest. Also für mich ist das eher Elfer. Cristiano Ronaldo macht sein Tor in den K.O.-Runden der WM, wurde auch Zeit. Ich hoffe aber, das bleibt erstmal das Letzte. Oder es bleibt das Letzte. Naja, wie dem auch sei, macht das 1:1. Und danach in der 90. oder 80. Minute wird er ausgewechselt. Und wie soll es anders sein? In der 94. Minute, das ist bei dieser WM los, macht Gonçalo Ramos das 2:1 für Portugal. Das Ding ist durch, aber von wegen, es gab 10 Minuten Nachspielzeit. Und in der 12. Minute der Nachspielzeit macht Kroatien das 2:2. Das Spiel war verrückt. Und dann kommt das VAR und zählt das Tor nicht oder erkennt es ab, weil ein Kroate den wohl mit den Haaren gestriffen hat, bevor er weitergegangen ist. Es gibt einen Chip im Ball. Ja, jetzt behaupten einige, dass das nicht der Kroate war, sondern der Portugiese, der den berührt hat. Absolut verrückt. Dilemma etc. Luka Modric nach dem Spiel auch stinksauer auf die Schiedsrichter. Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, diese beiden tollen Fußballnationen haben uns einen unglaublichen Fußball Nacht, Morgen, Nacht, Abend, was auch immer beschert. Es war ein tolles Spiel. Und ich persönlich, ja, ich bin gespannt, wie Spanien sich gegen Portugal anstellt. Ja, und dann im letzten Spiel, das war deutlich weniger spektakulär, gewinnt die Schweiz gegen Algerien mit 2:0. Die Schweizer mit einer stabilen Leistung. Algerien hatte hier und da ihre Torchancen, haben die aber nicht genutzt. Ja, heute geht es dann weiter mit dem unglaublichen Kracher Australien gegen Ägypten. Ja, und dann um 0 Uhr Argentinien gegen Kap Verde. Und zu guter Letzt Kolumbien gegen Ghana. Also von allen 3 Dreierkonstellationen ist das für mich ein bisschen der uninteressanteste Abend bisher. Naja, aber morgen starten schon die Achtelfinale, dann geht's richtig los. Ja, wie dem auch sei, das war's mit Marios WM-Ecke. Ja, und jetzt starten wir das Video, wie ich letztes Jahr im Sommer fast alle meine Videos gestartet habe, für die, die sich noch erinnern können. Jugendspieler von Real Madrid, die den Verein verlassen. Letztes Jahr gab es keine WM, dieses Jahr gibt es WM, deshalb erst nach der WM-Ecke. Aber in diesem Fall bedeutet das wieder frisches Geld in den Kassen von Real Madrid. Und es geht um einen Stürmer, ja, der ganz kurz ein wichtiges Tor für Real Madrid geschossen hat und ein Carlo Ancelotti gesagt hatte, so, der kommt nächstes Jahr auf jeden Fall in die erste Mannschaft, aber er hat es nie geschafft. Álvaro Rodríguez, der uruguayische Schlacks, formuliere ich mal, ich glaube über 1,90 Meter groß, Linksfuß, spielte diese Saison bei Elche und gestern das Here We Go von Fabrizio Romano. Er wechselt nach Bournemouth, das Ganze für 25 Millionen plus 5 Millionen an Boni. Ja, und wie wir wissen, Real Madrid gehören noch 50% des Spielers. Das bedeutet 12,5 Millionen Euro frisches Geld in den Kassen von Real Madrid. Vielleicht kommen nochmal 2,5 dazu. Und ganz ehrlich, so ein Stürmer wie ein Álvaro Rodríguez, allein vom Körperbau etc., ich glaube, der passt in die Premier League wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, Bournemouth wird Spaß an diesem Jungen haben. Mal schauen, vielleicht entwickelt er sich ja zu einem tollen Stoßstürmer und kommt irgendwann zu Real Madrid zurück. Ich glaube, die Zeit in der Premier League wird ihm gefallen. Allgemein muss man sagen, Real Madrid hat in diesem Transfermarkt einige Spieler geholt und trotzdem ist Real Madrid im Plus. Denn neben den 12,5 Millionen für einen Álvaro Rodríguez haben wir für einen Víctor Muñoz auch 20 Millionen Euro erhalten von Liverpool. Also auch da, wie gesagt, hat Real Madrid ja dieses Rückkaufsrecht, aber 20 Millionen Euro sind schon mal in die Kassen geflogen. Und wir dürfen nicht vergessen, Como hat für die zweiten 50% von Nico Paz 60 Millionen Euro bezahlt. Das bedeutet, Real Madrid hat jetzt schon 92,5 Millionen Euro verdient, nur mit Jungs aus der eigenen Cantera.
Ja, und da lohnt es sich natürlich noch mehr in die Jugendarbeit zu investieren. Entweder die Jungs schaffen den Sprung und kommen zu Real Madrid in die erste Mannschaft, ansonsten lassen die viel Geld in den Kassen. Ja, wie immer sei, in diesem Fall Álvaro Rodríguez, ich drücke ihm die Daumen, dass er bei Bournemouth sich durchsetzt. Ja, und ich bedanke mich natürlich für die 12,5 Millionen. Ja, und kommen wir jetzt von einem anderen Spieler aus der Premier League und der wird nicht nach Real Madrid wechseln. Und das hörte sich gestern noch anders an, denn ich rede natürlich über Enzo Fernandez, den argentinischen Nationalspieler. Ich sage es oft, ich glaube der Einzige, der zurzeit Clubweltmeister und Weltmeister ist. Noch 2 Wochen, mal schauen. Nicht, dass sie den Titel verteidigen. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, wie dem auch sei. Sein Agent Javier Pastore hat sich gestern zu Wort gemeldet. Und da fing die Gerüchteküche natürlich wieder an zu brodeln. Bevor ich zu viel verrate, hören wir uns mal an, was Javier Pastore gesagt hat. Er mag Madrid, hat viele Freunde und ist sehr gut mit Julian Alvarez befreundet. Im Moment denkt der Spieler ganz entspannt an die Nationalmannschaft. Er hat eine Weltmeisterschaft vor sich, steht kurz davor, ins Achtelfinale einzuziehen, also konzentriert er sich darauf. Wir arbeiten daran, prüfen Möglichkeiten, wie er Chelsea verlassen könnte, falls das passiert, aber es gibt nichts Konkretes oder Bestätigtes bei irgendeinem Verein. Er mag Madrid, hat viele Freunde und ist sehr gut mit Julian Alvarez befreundet. Am Ende verbringen sie jede freie Minute zusammen. Ich bin auch in Madrid, also jedes Mal, wenn er reist, kommt er, um mich zu sehen, um Dinge zu regeln und geschäftliche Angelegenheiten zu erledigen. Aber ehrlich, wem gefällt Madrid nicht? Ich, der nie in Madrid gespielt hat, lebe heute in Madrid. Ja, und wie in den letzten Monaten bei Enzo Fernandez schon so quasi bekannt, aggressive Töne, finde ich, von dem Berater, von dem Spieler. Wir prüfen, wie wir von Chelsea wegkommen. Er liebt Madrid, sein Lieblingsspieler ist Julian Alvarez oder sein bester Freund, die hängen nur aufeinander. Madrid ist eine schöne Stadt. Ja, wenn sowas klappen könnte, wir schauen, wie wir von Chelsea wegkommen. Und er liebt Real Madrid, etc. Ja, und das hat natürlich gestern die Gerüchteküche zum Explodieren gebracht. Ja, und Real Madrid hat das Ganze heute im Keim erstickt. Sie haben ein offizielles Statement gemacht, wie Real Madrid es in den letzten Wochen häufiger macht. So kennen wir den Verein gar nicht. Aber ich glaube, Florentino Perez hat sich jetzt vorgenommen, viel öfter den Verein reden zu lassen. Ja, und er hat klar gemacht, Enzo Fernandez zu Madrid, das wird nicht passieren. Lesen wir uns dieses Statement zusammen einmal durch. Offizielle Erklärung. Angesichts der Berichte und Stellungnahmen der letzten Tage über ein angebliches Interesse von Real Madrid an dem Spieler Enzo Fernandez möchte der Verein klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt versucht hat, den genannten Spieler zu verpflichten und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen. Real Madrid möchte Enzo Fernandez, einen großartigen Fußballer, dessen Karriere und Qualitäten weiterhin bekannt ist, sowie dem FC Chelsea, mit dem Real Madrid eine ausgezeichnete institutionelle Beziehung pflegt, seinen größten Respekt aussprechen. Gerade wegen des Respekts, den der Verein wie der FC Chelsea verdient und wegen der Grundsätze institutioneller Loyalität, die seit jeher das Handeln von Real Madrid leiten, hält es der Verein für notwendig, unbegründete und realitätsferne Spekulationen kategorisch zurückzuweisen. Real Madrid bedauert, dass trotz der eindeutigen Faktenlage und des Ausbleibens jeglicher Maßnahmen seitens des Vereins weiterhin Informationen verbreiten werden, die nicht der Realität entsprechen und lediglich zur Verwirrung der Fans beitragen, sowie den beteiligten Institutionen und Personen unnötig schaden. Ja, also, Real Madrid, glasklar. Und mein erster Gedanke, als ich dieses Statement gelesen habe, vor allem der Part, wo sie sagen, und dass er auch nicht die Absicht hat, eine solche Verpflichtung vorzunehmen, ja, da musste ich automatisch an das Statement von Michael Olise denken. Denn Real Madrid hat ja auch ein Statement gemacht und auch gesagt, wir verhandeln nicht, wir haben keine Verhandlungen geführt, weder direkt noch indirekt. Aber da stand nicht, dass Real Madrid keine Absicht hatte. Da stand damals nämlich, beide Vereine pflegen seit jeher eine Beziehung, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt berührt. Dies spiegelt sich unter anderem in den gemeinsamen Überzeugungen wider, dass jedes potenzielle Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den beiden Vereinen selbst geklärt werden muss.
Also da sagt Real Madrid keineswegs, nee, wir haben kein Interesse an Olise. Da sagen sie, wenn Interesse besteht, werden wir zuerst mit dem Verein reden. Und das ist für mich schon ein riesen Unterschied, diese Aussage. Bei Enzo Fernandez machen sie die Tür zu und sagen, da war nichts, da ist nichts, da wird nichts sein. Bei Michael Olise war nur, bis jetzt war da nichts. Aber wenn, reden wir erstmal mit den Bayern. Ja, also wie gesagt, für mich ein klarer Unterschied. Ja, und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt persönlich, aber da könnt ihr eure Meinung in den Kommentaren lassen, ist das ein gutes Zeichen für einen Boadi? Denn wir wissen, Fabrizio Romano, Oz etc. haben alle gesagt, die 3 Mittelfeldkandidaten für Real Madrid sind ein Enzo Fernandez, Matheus Fernandes und ein Boadi. Enzo Fernandez kategorisch ausgeschlossen. Matheus Fernandes hat gerade bei Tottenham unterschrieben für 100 Millionen. Ja, da bleibt nur ein Boadi übrig. Und trotzdem glaubt ein kleiner Teil von mir nicht, dass es am Ende doch Rodri wird. Weil Manchester City verpflichtet zentrale Mittelfeldspieler, haben gerade den Elliott geholt für 4 Milliarden Euro oder so. Also, naja, bin ich mal gespannt. Nicht, dass es am Ende Rodri wird. Aber das war nur ein Gedankengang von mir. Lasst euren Gedankengang dazu gerne in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Statement von Real Madrid? Was sagt ihr zu dem Rest des Videos und den Unterschied zu der Aussage bei einem Michael Olise? Würde mich sehr wundern. Was sagt ihr zur Fußballlegende Luka Modric? Lasst das bitte alles in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, liked dieses Video, hypt dieses Video, auch im Sommerloch, unterstützt den Kanal ungemein und immer noch, ich glaube 50 oder 40% der Leute, die meine Videos schauen, drücken nicht auf Follow, unterstützt den Kanal ungemein, also gib dir einen Ruck, drück auf Follow und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!